Heute sprechen wir mal über den Konflikt zwischen Polen und der Ukraine und was die Parlamentagswahlen in Polen damit zu tun haben. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wie gerade erwähnt, herrscht ein bisschen dicke Luft zwischen der Ukraine und Polen und der ein oder andere wird sich mit Sicherheit jetzt fragen, wie das denn eigentlich zustande gekommen ist. Zu Anfang des Krieges zwischen Russland und der Ukraine war Polen eigentlich, kann man so sagen, die lauteste Partei, die nach Unterstützung der Ukraine gerufen hat oder vielleicht sogar schon gefordert hat, und sei es mit humanitärer Hilfe oder Waffenlieferung. Auch muss man dazu sagen, dass Polen wirklich, wenn es um die humanitäre Hilfe geht, an erster Stelle war. Hier zu Anfang des Krieges waren hier ungefähr über 2 Millionen Flüchtlinge, was weitaus mehr war wie restliche Teile Europas. Und auch wenn es um die Waffenlieferungen geht, war Polen auch nicht ohne. Die haben fast alles an die Ukraine geliefert, was die selber hatten. Ja, aber wie ist denn jetzt der Streit zwischen Polen und der Ukraine gekommen? Vor kurzem gab es ein UN-Generalstreffen in New York und da hat Andrzej Duda einiges von sich gegeben, was mit großer Wahrscheinlichkeit der Ukraine nicht ganz so gepasst hat. Ich lese einfach mal vor, was der Andrzej Duda gesagt hat. Das ist natürlich alles in Metapherform hier wiedergegeben. Und er sagte, mit der Ukraine ist es wie mit einem Ertrinkenden. Ein Ertrinkender ist extrem gefährlich und kann den Retter in die Tiefe ziehen. Man sagt, der Ertrinkende greift nach dem Strohhalm. In der Tat greift ein Ertrinkender nach allem, was es gibt. Ich denke, dazu brauche ich nicht viel sagen. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Ich werde aber hier auch nochmal das ein oder andere erzählen, was in der Zwischenzeit zwischen Polen und der Ukraine passiert ist. Es war ja in der Tat so, dass Polen auch Obst und Gemüse in die Ukraine liefert. Die Ukraine hat aber ein Obst- und Gemüseembargo auf polnisches Obst und Gemüse gemacht. Selbstverständlich war jetzt nicht alles Obst und Gemüse da inbegriffen, aber einige Artikel wie zum Beispiel Äpfel, Zwiebeln und ich weiß nicht, vielleicht sogar auch noch Kartoffeln durften nicht mehr an die Ukraine geliefert werden. Warum? Ja, kann man sich ja auch selber schon denken. Die Ukraine möchte selber ihre eigenen Produkte verkaufen, um den Krieg natürlich auch finanzieren zu können, da die derzeit ein paar wirtschaftliche Probleme haben. Was aber dann auch noch hinzukommt, ist, dass die EU mit der Ukraine zusammen beschlossen hat, dass nur noch günstiges ukrainisches Getreide in Europa verkauft werden soll. Hier genau der gleiche Hintergrund. Warum? Naja, die Ukraine steht wirtschaftlich derzeit nicht so stark und von der Ukraine wurde das dann auch so ein bisschen gefordert und auch gesagt, ja, wer jetzt kein ukrainisches Getreide kauft, unterstützt somit Russland und Putin, dass er den Krieg gegen die Ukraine weiterführen darf. Und hier haben wir jetzt ein kleines Problem, wenn wir jetzt hier auch auf Polen schauen. Polen betreibt ja sehr, sehr viel Landwirtschaft und das passt natürlich Polen nicht. Da hat Polen, Ungarn, Slowakei und ich glaube auch noch 2, 3 weitere Länder aus der EU mit der EU beschlossen, dass die vielleicht sich nicht ganz an diese Regeln halten sollen und dass die Polen und die anderen Länder auch ihr eigenes Getreide lieber verkaufen wollen, anstatt das Getreide der Ukraine. Die EU hat sich darauf geeinigt, dass bis zum 15. September 2023 halt eine Sperre gilt, dass die Länder wie Polen, Ukraine und die weiteren Länder, die sich darauf geeinigt haben, dass sie ihr eigenes Getreide vertreiben, anstatt das der Ukraine. Ja, der 15. September ist mittlerweile auch schon vorbei und Polen hat sich jetzt weiterhin nicht daran gehalten, das günstige ukrainische Getreide zu kaufen und in Polen zu verkaufen, sondern möchte lieber ihr eigenes Getreide verkaufen. Hinzu kommt auch noch, dass Polen einen Waffenlieferungsstopp an die Ukraine gemacht hat. Warum? Ja, die Polen argumentieren das selber so, die haben derzeit selber nicht genug Waffen, die sie in die Ukraine liefern können und die müssen erstmal ihr eigenes Militär aufrüsten. Dann gab es ein Treffen in der Ukraine in Kiew mit den westlichen Ländern und verschiedenen Waffenausrüstern. Polen wurde auch zu diesem Treffen eingeladen, hat aber die Einladung nicht angenommen bzw. ist zu diesem Treffen nicht erschienen. Polen ist jetzt auch ein bisschen
vielleicht kann man das so sagen, sauer auf die Ukraine, dass die sich jetzt mehr mit der Europäischen Union und den westlichen Ländern zusammenhalten und ja, vielleicht mit denen auch ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Aber ich denke, Andrzej Duda hat das auch schon vorhergesagt mit seiner tollen Metapher, ein Ertrinkender greift nach allem. Ja, aber was soll man denn auch sonst anders machen? Die Ukraine, muss man ja auch wirklich sagen, ist derzeit hilflos und auf Hilfe angewiesen. Da hat sich aber auch ein Peace-Politiker zu Wort gemeldet und hat dann auch nochmal seinen Beitrag zu diesem Ganzen gegeben und er sagte, ich fürchte, es geht um das aktuelle polnische Interesse der ukrainischen Behörden, die denken, dass es bei einer Kampagne in Polen besser ist, sich auf die Seite Deutschlands zu stellen und die Rolle desjenigen zu spielen, der zeigt, dass er nicht für diese Regierung spielt, die sich für die Ukraine eingesetzt hat und so viel für die Ukraine getan hat, sondern es ist besser, für einen Machtwechsel in Polen zu spielen. Das wird auf die Ukraine zurückschlagen. Also ich denke, das sind ganz klare Worte des Politikers Jacek Sanin, der nicht ganz damit einverstanden ist, dass Ukraine jetzt mehr mit der Europäischen Union zusammenarbeitet. Fassen wir das jetzt alles noch einmal ganz kurz zusammen, was bisher passiert ist und sprechen auch gleich noch mal kurz darüber, was die Parlamentswahlen in Polen damit zu tun haben. Polen hat Waffenlieferungen sowie humanitäre Hilfe an die Ukraine geleistet. Die Ukraine und die Europäische Union haben gefordert, dass überwiegend nur noch günstiges ukrainisches Getreide in der Europäischen Union vertrieben wird. Polen war nicht ganz mit der ganzen Sache einverstanden und vertreibt weiterhin ihr eigenes polnisches Getreide anstatt das der Ukraine. Ukraine war deswegen sauer auf Polen. Polen hat zusätzlich jetzt auch noch die Waffenlieferung an die Ukraine gestoppt. Ukraine ist deswegen sauer auf Polen und hat sich jetzt auch noch zusätzlich andere Partner gesucht, die sie mit Waffen beliefern können. Polen ist jetzt sauer auf die Ukraine, da Ukraine mehr mit westlichen Ländern und anderen Waffenausrüstern zusammenarbeitet. Polen denkt jetzt, das könnte ein politischer, taktischer Schritt sein der Europäischen Union, um den Regierungswechsel der jetzigen Regierung hier in Polen zu befürworten. Also wenn ich jetzt hier mal meine eigene persönliche Meinung zu diesem ganzen Thema sagen darf, ich finde, die haben für mich alle irgendwie einen an der Klatsche. Ist aber nur meine persönliche Meinung. Warum kauft Polen jetzt kein ukrainisches Getreide und unterstützt damit automatisch jetzt auch nicht die Ukraine? Wobei Polen am Anfang des Krieges doch am lautesten geschrien hat, mit allen Mitteln doch die Ukraine zu unterstützen. Ganz einfach, es ist hier kein persönliches Problem mit der Ukraine, sondern Polen verfolgt jetzt mehr ihre eigenen Interessen. Die Parlamentswahlen stehen vor der Tür. PiS ist eine sehr konservativ eingestellte Partei und ja, man muss auch schon sagen, bei der älteren Generation schon beliebter wie jetzt bei der jüngeren Generation, da sich die Partei das ein oder andere in der jüngeren Vergangenheit auch gerissen hat. Wir brauchen jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, aber schauen wir mal, was jetzt für die Wahlen wichtig ist. Wir haben hier in Polen ungefähr um die 6 Millionen Rentner und ja, man kann auch sagen, dass ein Großteil der Rentner die PiS wählen werden. Der Wirtschaftssektor hier oder die Landwirtschaft hier in Polen ist ein ganz großer Sektor. Nur alleine hier in der Landwirtschaft sind ungefähr 1,5 Millionen Menschen beschäftigt. Wenn wir das jetzt vielleicht mal mit Deutschland vergleichen, also nochmal, in Polen leben ungefähr 38 Millionen Menschen und von diesen 38 Millionen Menschen sind 1,5 Millionen Menschen in der Landwirtschaft tätig. In Deutschland leben ungefähr 83 Millionen Menschen, aber es sind nur 1 Million Menschen in der Landwirtschaft tätig. Somit könnt ihr sehen, was für ein großer Sektor hier in Polen die Landwirtschaft ist. Diese Stimmen sind natürlich für die aktuellen Wahlen, die jetzt vor der Tür stehen, sehr, sehr, sehr wichtig für die aktuell regierende Partei, um auch wiedergewählt zu werden. Weil, sagen wir mal so, wenn die 1,5 Millionen Menschen die PiS nicht wählen, weil die ihr eigenes Getreide nicht verkaufen dürfen aufgrund des Krieges, der derzeit ist, naja, das wird dann schon ein Schlag ins Gesicht sein. Das ist der Grund, warum die polnische Regierung sagt,
nein, wir verkaufen jetzt kein ukrainisches Getreide, sondern nur das polnische. Was dann nach den Wahlen passiert, weiß man natürlich nicht, da kann man jetzt nur spekulieren, aber ich denke mal, dass da auch die PiS weiter hartnäckig bleiben wird. Deine Meinung zu diesem Thema würde mich wirklich sehr interessieren. Findest du, dass sich da vielleicht Polen korrekt verhält oder auch vielleicht nicht korrekt verhält? Oder hast du persönlich vielleicht auch eine andere Lösung, was man machen könnte, damit alle Parteien zufriedengestellt werden? Hinterlass mir das mal bitte in den Kommentaren, das würde mich wirklich sehr interessieren. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.